Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr die Mastery Challenge im Räuberlager Lolingiston in Gold abschließt. Die anderen Guides zu den anderen Schreinen habe ich euch hier oben in die Playlist getan. Schaut da also gerne mal rein. Und sonst würde ich sagen, legen wir los. Ich habe heute mal das Deutschland-Trikot ausgepackt. Gestern hat ja Deutschland gewonnen gegen Portugal. Da kann man schon mal ein bisschen Flagge zeigen. Aber jetzt fangen wir an mit der Bärenprüfung in diesem Lager. Wir müssen hier 9 Personen per Feuerschaden töten, 5 Personen eine Klippe runterkicken, zumindest müssen sie per Fallschaden sterben und 20 Paraden durchführen, aber das ist das einfachste von allen. Ich erkläre euch gleich, wie ihr die 3 Stufen in dieser Runde am besten bewältigt und wir schauen uns an, was wir haben. Hier leider im Schnelldurchlauf ein bisschen durchgegangen, deswegen gucken wir uns mal einen Screenshot an. Das Tarn-Outfit, kritische Chance, wird durch erfolgreiche Paraden erhöht. Das kommt ja sowieso. Wir müssen parieren. Das kommt also von ganz alleine. Und generell gibt es eine Verbesserung für Crit-Schaden. Das ist alles ganz cool, aber das Wichtigste eigentlich, das wichtigste Instrument ist die Waffe, die wir haben. Und zwar ist es der Kriegshammer. Schwerer Schaden wird nach aufeinanderfolgenden Abschlüssen vorübergehend erhöht. Das ist ganz interessant. Aber bei Paraden besteht eine Chance, ein kleines Feuer um dich herum zu entfachen. Das kann manchmal hilfreich sein, benötigt ihr aber nicht zwingend. Wir haben 2 Fähigkeiten, die wir nutzen können dafür. Wir haben einmal Matthias Tritt, den brauchen wir auf jeden Fall für die Fallschadentötungen. Und den Wurffall, den kann man nutzen, muss man aber auch nicht zwingend. Wir fangen erstmal an, habt ihr gleich 2 Pilze, die schnappt ihr euch, geht nach oben an den beiden Leuten vorbei und dann ins nächste Areal. Und insgesamt habt ihr hier in der ersten Zone 5 Leute, die ihr alle mit Feuerschadentötungen töten solltet. Ihr habt dafür nämlich auch eine große Feuerstelle. Was ich am besten euch empfehle, pariert die Gegner, ja, beziehungsweise die Angriffe, dann werden sie erstmal ein bisschen geschwächt. Ihr könnt sie auch natürlich angreifen, ganz klar. Erstmal ein bisschen anschwächen, das ist so mein Tipp. Und dann würde ich versuchen, um das Feuer herumzulaufen. Ihr könnt natürlich auch in das Feuer laufen, so dass die halt auch da reinlaufen, automatisch, weil die sind so dumm leider. Und dann brennen sie von ganz alleine und ihr kriegt hier die Feuerschadentötungen relativ easy. Müsst davor aber parieren, das ist ganz wichtig, ne? 2 in 1, dann habt ihr gleich die Paraden auch ein bisschen durch. Keine Sorge, ihr bekommt in der letzten Instanz genug Paraden, um diese 20 Paraden aufzufüllen. Dann, wenn ihr das geschafft habt, solltet ihr 5 Tode halt haben. Dann seid ihr im nächsten Areal. Ja, ihr geht quasi diesen Seilzug hoch, slidet da runter und dann habt ihr ein großes Plateau, wo Leute ganz easy runterfallen können. Und hierbei würde ich auch ganz klar die Fallschadentötungen priorisieren. Das heißt, ihr switcht jetzt von Feuerschaden auf Fallschaden, nutzt Tyrs Tritt. Ihr habt da ja auch extrem viele Pilze, ganz easy. Ja, drückt die Gegner runter, die meisten sterben auch natürlich. Und dann solltet ihr hier eigentlich 3 Fallschadentötungen haben und müsst nur noch 2 Stück machen. Hierbei auch wieder ganz klar, die Leichen hinterlassen natürlich auch Gesundheit, gerade wenn ihr Lowlife seid. Das müsstet ihr eigentlich auch später sehen hier im Gameplay. Aber das ist eigentlich relativ easy. Ihr macht hier die 3 Gegner platt. Ja, am besten per Fallschaden, nicht so wie ich habe es ein bisschen verhauen. Dann gehen wir zum nächsten Areal und hier werdet ihr eine Menge Bogenschützen haben. Hier ist relativ wichtig, ich habe es ein bisschen anders gemacht, leider ein bisschen verhauen. Lockt eventuell 2 Bogenschützen, wenn sie nicht schon oben stehen, nach oben. Denn ihr habt danach keine Möglichkeit mehr, Fallschaden zu generieren und ihr braucht noch 2 Personen, die per Fallschaden sterben. Das heißt, hier im 3. Areal müsstet ihr dann die 2 Bogenschützen oder 2 Einheiten zumindest per Fallschaden töten. Ja, mit Tyrs Tritt ganz easy und den Rest könnt ihr dann einfach ins Feuer locken, so wie auch vorhin. Das habe ich hier ganz gut gemacht. Da gibt es eine kleine Engstelle an der Treppe. Da habe ich mich dazwischen gestellt und habe gehofft, dass die Gegner reingelaufen sind. Einer ist reingelaufen und dann habe ich mich aber immer bewegt. Ich habe mich auch durchs Feuer bewegt. Also das ist wirklich der Key hier. Immer durchs Feuer bewegen schnell. Die Leute laufen in den meisten Fällen hinterher. Oder stellt euch so hin, dass die Gegner gar keine andere Chance haben, als da durchzulaufen. Es gibt hier im 3. Areal auch noch einen kleinen separaten Bereich, sage ich mal. Und zwar ist das den Bereich kennen wir schon. Und zwar der Bodenbereich von dem Ort, wo wir die Fallschadentötungen als erstes durchgeführt haben. Ja, da ist so ein kleiner Torbogen, da geht ihr durch und dann habt ihr einen separaten Bereich, wo auch noch ein Feuer ist tatsächlich und wo ihr den Gegner separat auch nochmal besiegen könnt und mit gutem Glück schafft ihr es. Ist relativ tricky hier dieser Teil, aber das ist der allerwichtigste und dann habt ihr alle Fallschadentötungen erledigt. In den meisten Fällen, wenn ihr hier auch Paraden durchgeführt habt, habt ihr auch alle Paraden erledigt und jetzt habt ihr nur noch insgesamt 2 Feuerschadentötungen, die ihr durchführen müsst und das ist relativ easy, denn im 4. Areal habt ihr nur noch 3 Gegner, 2 Low-Gegner und 1 Goliath. Und da würde ich die beiden Gegner locken, an den Rand locken, dann mit Tyrs Tritt die in die Seite schießen. Das heißt also einfach in die Seite kicken, dann bleiben sie liegen aufgrund von Tyrs Tritt, können sich nicht bewegen, fangen an zu brennen und so ist es relativ easy, dass ihr die beiden Low-Gegner per Feuer tötet und dann müsst ihr nur noch den Goliath töten und das ist ja kinderleicht. Da habt ihr Fähigkeiten, ihr habt genug Pilze. Ich glaube, ihr habt 4 Pilze am Baum im Zentrum von diesem 4. Areal und dann habt ihr das Ganze in Gold und wenn ihr das Ganze nochmal im Gameplay sehen wollt, dann schaut euch das jetzt nochmal gerne an. Die Timelines sind ja unten markiert
Und sonst war es das eigentlich, meine Freunde. Ich würde mich aber erstmal freuen über einen Dränger-Daumen, wenn ich euch helfen konnte, wenn ihr jetzt die Goldmedaille bekommen habt. Und sonst sehen wir uns nach dem Gameplay.
Ja, Freunde, so einfach ist das Ganze. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet da relativ viel Spaß bei mit den Tipps, die ich euch gegeben habe. Und wenn ihr irgendwas wieder hattet, ihr wisst es, irgendwelche Bugs, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich fand, das war eine sehr coole Prüfung. Man musste die mehrmals machen, um sie zu verstehen. Aber das ist es eigentlich. Sonst, meine Freunde, ihr wisst ja, die Glocke höre ich immer gerne beim Abonnieren. Da gibt ihr mir auf jeden Fall sehr viel Support. Das war's aber von meiner Seite. Es ist wieder ultra warm und ab nächste Woche ist übrigens Urlaub bei mir, das heißt, ich werde nur noch Videos raushauen, die ich die nächsten Tage produziert habe, letzten Tage produziert habe. Kein Stream, kein Twitch, aber ja, das werdet ihr dann sehen. Ich wünsche euch viel Spaß, macht euch einen schönen Tag, viel Erfolg bei der Challenge. Bis dahin, euer Pascal, tschüss mit Ö und ciao mit V.